Herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema Prüfungsvorbereitung zum Microsoft Azure Administrator Associate. In der heutigen Session unterhalten wir uns über Blob Storage. Ich befinde mich im Azure Portal, genau gesagt in der Azure Desktop App. Wir haben einen Storage Account angelegt mit dem Namen TWSTA. Und in diesem Storage Account gibt es unterschiedliche Dienste. Wir navigieren nach unten, zum Beispiel die Containers. Das ist das primäre Ziel von diesem Video. File-Shares werden wir später thematisieren. Entweder klicke ich jetzt direkt auf Containers und dann werde ich direkt zu den Containers weitergeleitet. Oder wir gehen zurück zur Übersicht und wir navigieren hier im Menü nach unten und dann sehen wir Blob-Dienste. Containers, Custom Domain, Data Protection, Object Replication, Azure CDN, CDN steht für Content Delivery Network, Add, Azure Search, Lifecycle Management und in der Preview Blob Inventory. Aber um was geht es denn eigentlich, wenn ich von Containers spreche oder von Blobs? Ich habe einen Artikel vorbereitet, der genau das beschreibt. Wir haben hier den Artikel Introduction to Azure Blob Storage. Also, bevor ich jetzt da von den Blobs erzähle und von Containers, lassen Sie uns mit der Terminologie beginnen, damit wir vom Gleichen sprechen, beziehungsweise damit Sie wissen, um was es geht. Und dazu verwende ich dieses Bild. Ich werde das etwas größer machen und ich hoffe, Sie können das sehr gut sehen. Also, um was geht es? Was ist eine eigentliche Blob? Was ist ein Container? Zuerst einmal, wir haben hier ein Konto, beispielsweise die Sally. Die Sally, oder sagen wir mal so, der Tom, hat ein Storage-Account angelegt, wie wir das gesehen haben. Nun, was ist ein Container? Ich möchte da die Windows Explorer Terminologie verwenden. Ein Container ist nichts anderes als ein Ordner im Windows Explorer. Ein Ordner, den Sie anlegen, wo Sie dann anschließend Dateien ablegen. Und eine Blob ist im Prinzip eine Art Datei. Sie haben hier ein Bild, .jpeg am Schluss oder ein weiteres Bild oder ein Film, ein AVI-Format. Also Blobs sind in diesem Fall ganz einfach Dateien. Container sind in diesem Fall unter der Windows Explorer Terminologie ein Ordner. So kann ich mir das am besten merken. Blob steht für Binary Large Object. Es gibt unterschiedliche Blob-Typen. Es gibt Blobs, die wir nicht nur einsetzen können, um Dateien abzuspeichern, sondern es gibt auch Blobs beispielsweise für Disk, also für virtuelle Disks. Da gibt es ganz klare Unterschiede. Und jetzt werde ich da das Ganze wieder etwas verkleinern, damit wir das wieder besser sehen können. Also ein Container ist ein Behälter, ein logischer Behälter von verschiedenen Blobs. Und jetzt kommt der Unterschied. Was ich Ihnen jetzt vorher erklärt habe, beispielsweise eben, dass eine Blob eine einzelne Datei ist, wie zum Beispiel ein Film, das ist eine sogenannte Block-Blob. Das sind ganz einfach Daten, die komplett unstrukturiert sind. Dann gibt es die sogenannten Append-Blobs. Das sind Blobs, die einer bestehenden Blob hinzugefügt werden. Stellen Sie sich Log-Informationen vor, also die Überwachungs- oder sagen wir mal Protokolldateien. In eine Protokolldatei wird doch immer wieder hineingeschrieben. Sobald ein Event erzeugt wurde, wird dieser Event in die Protokolldatei hineingeschrieben. Und genau für das oder für solche Zwecke sind Append-Blobs gedacht, dass ein Ereignis dann an eine bestehende Blob hinzugefügt wird. Und dann gibt es eben die Page-Blobs. Die Page-Blobs sind ausgelegt spezifisch beispielsweise für virtuelle Harddisk. Das sehen wir hier. Page-Blobs stores virtual hard drive files. Das sind die Hauptunterschiede. Block-Blobs, Append-Blobs und Page-Blobs. Und jetzt navigiere ich wieder nach oben, hier an den Anfang von diesem Artikel. Für was kann Blob Storage eingesetzt werden? Zum Beispiel, indem Sie ein Bild oder ein Dokument direkt im Browser anschauen können. Stellen Sie sich vor, Sie speichern ein einzelnes Bild in einem Container und dieses einzelne Bild können Sie dann beispielsweise in Ihrem Browser über eine
sogenannte SaaS, eine Shared Access Signature, direkt verfügbar machen. Sie können aber auch Daten ablegen, die Sie dann verteilen, beispielsweise für verschiedene Zugriffe. Sie können Streaming und Video ebenfalls über einen Container zur Verfügung stellen. Es gibt da unterschiedliche Anwendungsszenarien. Sie können beispielsweise in einem einzelnen Container können Sie PST-Dateien ablegen, beispielsweise für Archivdaten. Ist ebenfalls eine Möglichkeit. Gut, jetzt kennen wir einmal die Terminologie. Wir wissen, was ein Container ist. Ein Container ist im Prinzip nichts anderes als ein Ordner in der Windows Explorer Terminologie und eine Blob in der Windows Explorer Terminologie ist eine Datei. Lassen Sie uns einen Container erstellen. Ich befinde mich wieder in der Azure Desktop App. Wir befinden uns bei Blob Service. Ich navigiere zu Container. Wir geben einen Namen an, zum Beispiel Bilder. Dann können wir den Access Level konfigurieren. Private, No Anonymous Access. Wie es der Name sagt, also kein anonymer Zugriff. Blob, Anonymous Read Access für Blobs only. Also wir können Anonymous Read konfigurieren nur für die Blobs. Oder wir können sagen, nein, Container Anonymous Read Access for Containers and Blobs. Also für den Container und die darin enthaltenen Blobs. Ich belasse das einmal bei Private. Nun wähle ich Create aus. Jetzt haben wir einen Container mit dem Namen Bilder. Simpel und einfach. Jetzt navigieren wir in diesen Container. Jetzt können wir direkt Daten hochladen. Ich wähle Upload aus, dann navigiere ich zu diesem Symbol, um eine Datei zu suchen und ich habe da beispielsweise auf dem Desktop habe ich einen Ordner mit Dateien und ich wähle jetzt eine Datei aus. Okay, gut. Ich kann diese Datei überschreiben, wenn sie bereits vorhanden ist. Jetzt unter Advanced, da können wir sagen, wie wollen wir uns authentifizieren. Mit einem Account Key haben wir kennengelernt. Dann der Blocktyp Block Blob, Page Blob, Append Blob. Es ist eine Datei, ein Bild, da bietet sich an, mit Block Blob zu arbeiten. Wir haben keine VHDX-Datei, also keine virtuelle Disk von einer virtuellen Maschine, sonst würden wir Page Blob auswählen. Wir können den Block Size bestimmen, da gibt es ganz unterschiedliche Größen, standardmäßig ist 4 MB und dann den Access Tier. Access Tier ist folgendes. Wenn Sie Dateien in einem Storage Account ablegen und Sie diese Dateien regelmäßig brauchen, beispielsweise Read, also lesen und schreiben, dann bietet sich Hot an, weil das generiert die kleinsten Transferkosten. Wenn Sie sagen, nein, ich speichere diese Datei für 30 und mehr Tage ab, ich brauche diese dann wirklich die nächsten 45 Tage nicht mehr. Es ist eine einmalige Transaktion, diese Datei hochladen und dann brauche ich sie nicht mehr. Dann bietet sich Cool an, weil das ist dann kostenoptimiert. Wenn Sie Cool verwenden und wenig auf diese Dateien zugreifen, dann generiert das die niedrigsten Kosten. Wenn Sie sagen, ich lade eine Datei hoch und ich brauche diese die nächsten 3 Jahre nicht mehr, verwenden Sie Archiv. Dann generiert das die geringsten Kosten, wenn Sie diese Datei speichern. Über Kosten empfehle ich Ihnen, starten Sie den Azure Price Calculator, suchen Sie einen Storage Account und dann wissen Sie ganz genau, weil es dort aufgelistet ist, was es kostet zwischen Hot, Cool und Archiv. Also, regelmäßiger Zugriff, da bietet sich Hot an. Und dann wählen wir Upload und jetzt wird diese Datei hochgeladen. Und die Datei ist bereits im Portal angekommen. Das sehe ich im Hintergrund. Wir haben unsere Dateien zu sehen. Es ist eine Bilddatei. Im Container Bilder eine Bilddatei. Oder eben in der Windows Explorer Terminologie, der Container wäre ein Ordner und die eigentliche Blob, die wir hier sehen, wäre eine Datei. Jetzt klicke ich auf diese Blob und jetzt sind wir in den Details. Wir haben da unterschiedliche Angaben, die wir sehen und wir haben die Möglichkeit, dass wir eine SaaS generieren können. Was ist eine SaaS? Eine SaaS ist eine sogenannte Shared Access Signature. Diese Shared Access Signature können wir einsetzen, um gezielten Zugriff auf eben eine Blob zu gewähren. Sie erinnern sich, wir haben mit Access Keys gearbeitet. Da haben wir Vollzugriff auf den kompletten Storage Account. Das möchte ich nicht.
Ich möchte, dass eine Person nur explizit auf diese Blob zugreifen kann. Das können wir mit dieser SAS direkt umsetzen. Ich klicke Generate SAS. Und jetzt können wir die einzelnen Schritte durcharbeiten. Eine SAS muss signiert werden mit einem Key. Und ich wähle den Key 1 aus. Die Berechtigung. Read kann ich auswählen, ist bereits selektiert. Ich kann aber auch sagen Create, Write, Delete, Permanent Delete. Nein, ich möchte, dass jemand nur diese Blob lesen kann. Also belasse ich es bei Read. Wie lange soll dieser Zugriff sein? 1 Tag, 2 Tage beispielsweise. Das kann ich hier spezifizieren, indem ich die Anzahl Tage bestimme. Ich kann sogar noch weitergehen. Ich kann das Ganze noch einschränken von einer gültigen IP-Adresse aus. Also ich kann beispielsweise sagen, okay, die Person XY hat eine öffentliche IP-Adresse. Beispielsweise, wenn ich jemandem aus einer anderen Organisation den Zugriff gewähren möchte und ich weiß die öffentliche IP-Adresse von dieser Organisation, kann ich die hier angeben und somit den Zugriff noch weiter einschränken. Und ich möchte, dass nur mit HTTPS auf diese Blob zugegriffen wird. Also nicht HTTPS und HTTP, sondern nur HTTPS. Ich klicke auf Generate SAS Token and URL. Jetzt navigiere ich nach unten. Wir haben hier das eigentliche Token, also die Shared Access Signature Token und hier die komplette URL. Ich kopiere diese URL in die Zwischenablage und dann navigieren wir zu einem Browser und dann fügen wir diese URL ein. Die URL hat ebenfalls auch das Token integriert. Ctrl+V und dann drücke ich die Enter-Taste und jetzt sehen Sie, das ist eben der Zugriff auf diese Blob mittels einer Shared Access Signature. Ich kann nicht auf den Storage-Account zugreifen oder auf andere Sachen oder auf andere Dateien in diesem einzelnen Container. Nein, nur auf diese Datei. Das haben wir gewährleistet mit dieser Shared Access Signature. Nun geht's zurück. Wir sind wieder zurück im Portal. Also, diese Shared Access Signature erlaubt es uns, spezifisch auf ein Objekt Zugriff zu gewähren. In diesem Fall war es die Blob. Wir könnten auch mit Container arbeiten. Gut, jetzt gehen wir zurück. Wir sind immer noch im Container Bilder. Es gibt da die Möglichkeit, dass wir mit Access Control IAM arbeiten können, also mit Role-Based Access Control, dass bestimmte Gruppen oder Personen auf diesen Container Bilder zugreifen können. Ich navigiere wieder einen Schritt zurück und wir sind wieder bei dem Blob Service. Wir haben nun den Container kennengelernt und wir wissen, was einzelne Blobs sind. Wir werden uns in einem nächsten Video selbstverständlich über die weiteren Dienste ebenfalls noch unterhalten.